Endlich komme ich mal wieder dazu, lecker was zu kochen. Aber vorab noch schnell zur Info. Ich hatte die letzten beiden Videos, die hochgeladen wurden, waren ja so Let's Plays. Wo ich mir vorstellen kann, dass viele von denen, die die Kochvideos mögen, daran nicht besonders interessiert sind. Die laufen aber sowieso nicht so gut. Wenn aber solche Videos kommen, dann läuft das völlig unabhängig von allem anderen. Das heißt, Kochen und Karten, immer eine Woche dies, eine Woche das andere, sofern ich dazu komme, welche hochzuladen. Wenn Let's Play Videos kommen, dann kommen die völlig random, zufällig zwischendurch und hat eigentlich keinen Einfluss auf die Reihenfolge der Koch- bzw. Kartenvideos. Dieses Mal mache ich jetzt mal erst noch ein Kochvideo, bevor das nächste Kartenvideo kommt, einfach damit auch ihr das hört, bevor jetzt Let's Play Karten kommt und dann jeder, der sich fürs Kochen interessiert, deabonniert. Also, was gibt's heute? Wir machen eine Involtini oder auch Rouladen, wenn man so will, aber schon recht italienisch angehaucht. Ich bin gespannt. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Los geht's. Los geht's mit einem schönen Kalbsschnitzel. Wie man sieht, ist es schon recht platt. Ich werde es trotzdem noch mal ein bisschen, also es ist sehr dünn geschnitten, werde es aber trotzdem noch ein bisschen platt machen. Anfangs aber erstmal würzen mit Pfeffer, Salz, wenn ich den Pfeffer finde. Erstmal gut salzen. Ich mache nicht zu viel Salz dran, weil ich das gleich mit Salsiccia unter anderem füllen werde. Vielleicht bin ich da auch mit dem Pfeffer mal ein bisschen vorsichtig. So. So. Und da ich aber noch kein Plätteisen oder sowas habe, hiermit. Das sollte reichen. So, dann die Füllung vorbereiten. Dazu ziehe ich das jetzt erstmal beiseite. Und dafür habe ich hier so kleine Salsiccia, wo ich mir das Brät jetzt raushole. Man kann das natürlich auch mit einem Löffel machen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass dabei der Darm ganz schnell kaputt geht. Und dann kann man das nicht mehr wirklich gut voneinander trennen. Man hat nur noch so ein zerfleddertes Zeug rumfliegen. So, für eins sollte das reichen. So, dann kommt als erstes Schinken drauf. Parma oder Serrano, je nachdem, was ihr da habt oder bereit seid auszugeben. Dann Salbeiblätter, frisch gesammelt eben. Kurz abgewaschen und dann verteilen. Aufpassen mit dem Salbei, der ist natürlich relativ geschmacksintensiv, also übertreibt es damit nicht. Sonst schmeckt es nachher nach nichts anderem mehr. Und dann verteilen wir die Salsiccia, das Brät von der Salsiccia. Und dann versuchen wir das Ganze mal einzurollen. Ich versuche es mal von der schmaleren Seite zuerst. Nach hinten noch mal ein bisschen was frei, damit wir am Ende so einen Abschlusslappen sozusagen haben. Man kann natürlich die Seiten ein bisschen einklappen. Das kommt jetzt drauf an, wie das Stück Fleisch, das ihr habt, geformt ist. Wenn es ein bisschen breiter ist, das hier ist jetzt mehr lang als breit, dann kann man erstmal die Seiten einklappen. Und dann ist es am Ende ein bisschen stabiler. Da das hier jetzt aber relativ schmal ist, versuche ich es mal so. Wirkt recht stabil. Ich versuche mal mit einem Zahnstocher ein bisschen zu fixieren, aber es wirkt eigentlich ganz gut. Machen wir mal zwei, nur um sicher zu gehen. So. Und das sollte soweit funktionieren. Ich habe noch ein zweites da, also machen wir direkt beide. Nochmal Salz, Pfeffer. Salbei. Und die Salsiccia. Und dann auf zur zweiten Runde.
So, die Pfanne ist jetzt ungefähr auf mittlerer Hitze. Ein bisschen Olivenöl dazu und dann langsam aber sicher braten lassen. Das ist mir sogar fast noch ein bisschen zu heiß. Ich mache es noch ein bisschen weiter runter. Das Schneidbrett einmal sauber gemacht und jetzt geht es um die Salatbeilage. Und zwar gibt es einen kleinen Krautsalat. Hat wahrscheinlich jeder, der den Channel hier schon eine Weile verfolgt, schon mal gesehen. Ganz einfach, ganz schnell. Spitzkohl halbiert, Spitzkohl geviertelt, fein runterschneiden, so viel wie man eben haben möchte. Ich brauche heute nur eine Portion. Ab in eine Schüssel damit. Und dann geht das ganz schnell und ganz einfach. Olivenöl. Immer ein gutes Stück mehr Olivenöl als Essig. Essig heute wieder Rotweinessig bei mir. Ein Schuss Honig. Gegen den Essig. Bisschen Pfeffer. Und eine gute Prise Salz. Einmal vermischen, abschmecken und erstmal stehen lassen. Lecker. Zu dem Garen, wie man sieht, gare ich das komplett in der Pfanne. Das dauert eine Weile. Und man muss ein bisschen aufpassen mit der Hitze, dass es nicht zu heiß wird. Man kann natürlich alternativ auch das nur in der Pfanne anbraten, sodass es ein bisschen Röstaromen bekommt und es dann im Backofen fertig garen. Aus reiner Bequemlichkeit kann man es aber auch in der Pfanne machen, da muss man halt nur mit der Hitze ein bisschen aufpassen. Kommentator Mundmann hier. Mein Tipp, macht es im Ofen. Oder, wenn in der Pfanne, wenigstens eine Pfanne mit Deckel. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Ich habe mich jetzt entschieden, die Zahnstocher dann doch rauszunehmen, einfach damit ich es leichter auf allen Seiten anbraten kann. Wie man sieht, kriegt es jetzt auch auf jeder Seite schön Röstaromen. Es dauert natürlich eine Weile, bis die Hitze da ganz durch ist, aber wir werden jetzt gleich mal eine davon anschneiden. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Kamera anzumachen, also machen wir es nochmal. Ist jetzt Geschmackssache, wie rosa man Kalbsfleisch noch mag. Es ist aber warm. Das hier ist schon ein bisschen weiter. Hier sieht man schon an dem Kalbsfleisch selber, dass es gut gar ist. Das rosane hier ist die Salsiccia. So kann man essen. So, wie man sehen kann, habe ich das, was noch ein bisschen roher war, nochmal reingetan und habe hier vorne nochmal ein bisschen angebraten. Jetzt wollen wir das Ganze aber natürlich noch probieren. Nehmen wir direkt eine Gabel Salat mit dazu. Ein großer Happen. Damn, das ist lecker. Das ist noch viel besser, als ich gedacht hätte. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt wegen dem Salbei. Erstens, weil ich selber nicht der allergrößte Salbei-Fan überhaupt bin. Und zweitens, weil es halt doch recht intensiv ist. Aber die Kombi mit dem Salbei und der Salsiccia und der Kalbsgeschmack ist richtig gut. Und der Salat passt super dazu, muss man auch sagen. Ein bisschen Säure dazu. Ich habe ja keine Zitrone oder sonst irgendwas an dem Fleisch dran. Ein bisschen Säure vom Salat. Richtig, richtig gut. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das werde ich jetzt schön gemütlich in Ruhe aufessen. Und wenn es euch gefallen hat, nachkochen
Und natürlich abonnieren, liken, den ganzen Kram. Und nächstes Mal dann wieder nicht vergessen, erstmal wieder Karten, dann wieder kochen. Wenn Let's Plays zwischendurch kommen, was ich ehrlich gesagt aktuell ein bisschen bezweifle, dann kommen die zwischendurch. Wenn es doch jemand interessiert, auf Twitch sind die auf jeden Fall, sind nämlich Streams, da könnt ihr es euch auch angucken. Also ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin.